Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge von Mathe Smarte Mission Uruguay unveiled. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über Geschichte und darüber, wie Uruguay über Jahrhunderte zu einem Einwanderungsland mit multiethnischer und demokratischer Gesellschaft wurde. Vor kurzem entdeckten wir so ein richtig großartiges Video der Sisters del Sol. Das Video hat den Titel "Sind wir als Ausländer in Uruguay willkommen?" Cynthia und Larissa vom Kanal haben Leute auf der Straße angesprochen und um ein Interview gebeten. Sie haben gefragt, ob Einwanderer in Uruguay willkommen sind und welchen Rat man ihnen gibt, um sich in die Gesellschaft zu integrieren. Wir fanden die Antworten wirklich erfreulich und auch lehrreich. Bevor wir uns jetzt vergangenen Jahrhunderten zuwenden, starten wir mit einem kurzen Ausschnitt aus diesem Video. Den Link, um das ganze Video zu sehen, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ahora estamos acá con Washington, un señor muy amable. Y yo quiero preguntar al señor Washington, ¿cómo piensa usted, como un profesor que ya ha visto muchas cosas en su vida, sobre extranjeros y qué influencia tienen los extranjeros para Uruguay? Bueno, en principio tener en cuenta que nuestro país, el Uruguay, es un país de aluvión, o sea, es un país que se ha conformado sobre la base del aporte inmigratorio. O sea, los que han llegado de otros países, fundamentalmente de España, pero también de Portugal, de Italia y de demás países, de los países de Inglaterra, países europeos, pero también Alemania, Inglaterra, países de la Europa Oriental, Sí. de la zona balcánica, han servido como elemento de integración de la población, de incorporación a la población y de creación de una sociedad como la nuestra, que es, podríamos decir, multiétnica. No olvidemos que también que en la base de nuestra población hay ciertos elementos indígenas, los nativos que viven del territorio, cuya huella queda aún hoy, y además del aporte de los africanos, que no todos venían del mismo lugar, sino que los habitantes de África, los aportes que tenemos de los africanos, de la población africana, resultaba ser de poblaciones de distintas etnias, de distintos grupos, y no de un solo lugar de África. Así que nosotros somos el producto de esas mezclas, de todos esos aportes, por eso la variación, las características nuestras de una comunidad muy abierta a quienes vienen de otros países y se instalan en el nuestro, ¿no? Porque claro, ya está en el fondo, en el profundo de Uruguay, ya está. Exacto, en la conciencia histórica del país está esa necesidad que tenemos nosotros de incorporar a comunidades muy diversas, sí, que favorecen a su vez el desarrollo mismo de la comunidad básica que somos. Muy bueno. Ja, da hat der freundliche Herr in dem Video gleich mehrere Jahrhunderte Geschichte in 2 Minuten voll auf den Punkt gebracht. Für uns war es bei der Auswahl unserer zukünftigen Wahlheimat sehr wichtig, ein Land zu finden, in dem EinwanderInnen grundsätzlich erstmal willkommen sind. In Uruguay ist das viel mehr der Fall als in anderen Ländern. Falls euch interessiert, welche Kriterien wir noch so bei der Wahl unseres Einwanderungslandes hatten, auch dazu gibt es ein Video, wie wir Uruguay ausgewählt haben. Das verlinke ich euch mal hier oben und natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Uruguay hat eine sehr liberale Einwanderungspolitik. Das Migrationsgesetz von 2008 gewährt Migranten, einschließlich indigener Bevölkerung, prinzipiell die gleichen Rechte wie Einheimischen, einschließlich Zugang zu Gesundheit, Bildung und Arbeit. Wenn ihr das mal nachlesen wollt, den Link zum Gesetz
findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, wie genau kam es nun zu dieser multiethnischen, liberalen Gesellschaft? Nun, das heutige Uruguay wurde vermutlich vor mehr als 12.000 Jahren erstmals durch Menschen besiedelt. Die frühesten Bewohner waren verschiedene Jäger- und Sammlerkulturen. Die Charrúa, die später das prägende indigene Volk Uruguays wurden, kamen erst vor etwa 4.000 Jahren in diese Region. Über 11.000 Jahre später, also so im 16. Jahrhundert, kamen die Europäer nach Uruguay. Damals nannten die Spanier in Buenos Aires das Gebiet einfach La Otra Banda, die andere Seite des Flusses. Daraus wurde später der formellere Name Banda Oriental, also östliches Ufer. Und genau dieser Begriff steckt heute noch im offiziellen Staatsnamen República Oriental del Uruguay. Als erste Europäer kamen die Portugiesen und die Spanier. No, die einen würden sagen zwecks Erkundung, die anderen würden sagen zum Plündern und Erobern. 1516 legte ein Spanier namens Juan Díaz de Solís mit seiner Mannschaft am Rio de la Plata an. Es wurde leider seine letzte Reise. De Solís und die meisten seiner Männer wurden von den Charrúa getötet. Gold und Silber wurde da nicht gefunden. Und die Ureinwohner leisteten starken Widerstand gegen die europäischen Eroberer des 16. Jahrhunderts. Und so wurde Banda Oriental als nutzloses Land klassifiziert. Erst etwa 150 Jahre später, als die 1603 von den Spaniern freigelassenen Rinder und Pferde sich massiv vermehrt hatten, wurde Uruguay für Siedler attraktiver. Aus diesem ländlichen Umfeld entwickelte sich später die Gaucho-Kultur. Ja, und es waren die Spanier, die im 16. Jahrhundert die ersten versklavten Afrikaner in die Region des Rio de la Plata gebracht haben. Aber auch die Portugiesen brachten nach 1595 viele versklavte Afrikaner nach Uruguay. Portugiesische Expeditionen waren zwar schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts an den Rio de la Plata vorgedrungen, aber relevante portugiesische Einwanderungsbewegungen gab es etwa erst ab 1680. Unter der Leitung von Manuel Lobo gründete Portugal am 28. Januar 1680 die Siedlung Colonia del Sacramento am Ufer des Rio de la Plata. Die meisten versklavten Afrikaner kamen erst im 18. Jahrhundert in Montevideo an. Obwohl Uruguay nie ein Land großer Plantagenkultur war, lebten um 1800 etwa 25-30% der Bevölkerung in Montevideo als Sklaven. Im 18. und 19. Jahrhundert, damals hieß Uruguay noch Banda Oriental, also östliches Ufer, war das kleine Land ein ständiger Zankapfel. Auf der einen Seite stand das Spanische Reich mit seinen Kolonien Argentinien und Paraguay. Ja, und auf der anderen das Portugiesische Reich mit Brasilien. Beide Seiten kämpften erbittert um die Kontrolle über dieses strategisch wichtige Gebiet zwischen den beiden Großmächten. Dabei wurde die indigene Bevölkerung immer weiter in den Norden des Landes gedrängt. Dennoch setzten sie sich weiter gegen die europäischen Eroberer zur Wehr. Der Name änderte sich übrigens mehrfach. Schon 1813 benannte José Gervasio Artigas die Banda Oriental in Provincia Oriental um, die östliche Provinz. Dann annektierte Brasilien das Gebiet und nannte es Cisplatina. Erst 1828, nach einem Krieg zwischen Argentinien und Brasilien um genau dieses Stück Land, wurde Uruguay schließlich als unabhängiger Pufferstaat anerkannt und vor allen Dingen auf Druck der Briten, die ihre Handelsinteressen in der Region schützen wollten. Durch das Massaker von Salsipuedes 1831 wurde der indigene Widerstand endgültig gebrochen. Die organisierte Charrúa-Kultur endete. Etwa 300 Charrúa, die das Massaker überlebten, wurden gefangen genommen und nach Montevideo verschleppt. Dort wurden sie dann versklavt. Frauen kamen in Privathaushalte, Männer wurden ins Militär eingezogen.
2 Jahre später, 1833, wurden 4 von ihnen nach Paris verschleppt und dort erst in der Völkerschau ausgestellt und anschließend wurden sie an einen Menschenzoo verkauft und ebenfalls zur Schau gestellt. Auch nach 1831 wurde der Genozid an der indigenen Bevölkerung weitergeführt. Die europäischen Siedler sicherten sich die vollständige Kontrolle über das Weideland. 1842 begann Uruguay dann die Sklaverei abzuschaffen. Endgültig besiegelt wurde die vollständige Abschaffung allerdings erst 1853 durch das Gesetz 316. Die ersten nennenswerten Gruppen italienischer Einwanderer kamen Mitte des 19. Jahrhunderts nach Uruguay. Der Großteil kam dann im späteren 19. und frühen 20. Jahrhundert. Obwohl die Italiener verhältnismäßig spät kamen, stellten sie eine der größten Einwanderungsgruppen dar. Heute haben schätzungsweise 40-45% der Bevölkerung uruguayische Wurzeln mit italienischer Abstammung. Auch aus Polen fanden einzelne Einwanderer schon im 19. Jahrhundert ihren Weg nach Uruguay. Größere Wellen polnischer Auswanderer kamen erst nach 1918, oft in den Zwischenkriegsjahren, in den europäischen Auswanderungswellen nach Uruguay. Deutsche Auswanderer kamen ab 1850 in mehreren Wellen nach Uruguay. Zwischen 1933 und 1945 war Uruguay, gemessen an seiner Einwohnerzahl, das Land Lateinamerikas mit den meisten jüdischen und politischen Flüchtlingen aus dem Dritten Reich. Die historische Forschung beziffert die Zahl der deutschsprachigen Emigranten auf 7.000 bis 10.000 Menschen. Eine weitere Einwanderungswelle deutsch-russischer Mennoniten folgte 1948. Das waren oft Menschen, die aus der Sowjetunion geflohen waren oder deportiert wurden und nun im Nachkriegsdeutschland die Repressalien der sowjetischen Besatzungsmacht fürchteten. Die Einwanderung der Schweizer begann um 1850. Ab 1860 kamen die Schweizer dann in größerer Zahl. 1862 gründeten die eingewanderten Schweizer Nueva Helvetica, wo man 2012 das 150-jährige Bestehen feierte. Auch britische Einwanderer kamen erst im 19. Jahrhundert nach Uruguay. Und das nur in sehr geringer Anzahl. Trotzdem war ihr Einfluss enorm. Eisenbahn, Fußball, Pferderennen, das alles geht auf die Briten zurück. Und anders als die Einwanderer aus Südeuropa, die oft vor Armut flohen, waren die Briten häufig Rancher, Geschäftsleute oder Fachkräfte, die in Branchen arbeiteten, die vom englischen Kapital kontrolliert wurden. Mitte des 20. Jahrhunderts, als 1949 die Kommunistische Partei in China den Sieg errungen hatte, flüchteten Unternehmer, Intellektuelle und auch Regimegegner aus China nach Uruguay. Anfang der 1950er Jahre ließen sich die meisten chinesischen Familien in Montevideo nieder. Das 20. Jahrhundert begann für Uruguays Gesellschaft erstmal sehr positiv. Demokratisierung, wirtschaftlicher Aufschwung, die Schaffung eines Sozialstaates. 1932 erhielten Frauen per Gesetz das Wahlrecht. In der Verfassung von 1934 wurde dann das allgemeine Wahlrecht für alle Uruguayer und Uruguayerinnen ab 18 Jahren verankert. Erstmals wählen konnten Frauen bei den nationalen Wahlen 1938 und nach den Wahlen 1942 zogen auch die ersten Frauen ins Parlament ein. Ja, so gut es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lief, so sehr ging es dann in der zweiten Hälfte bergab. Schon Ende der 1950er Jahre begann die Wirtschaft zu schwächeln. In den 1960ern kam es zu einer Bankenkrise. Die Wirtschaft stagnierte und die Inflation stieg immer weiter, bis sie Anfang der 1970er Jahre fast 100% erreichte. Ja, und in diesem Chaos putschte 1973 das Militär, schloss den Kongress und übernahm die Macht. 1985 endete dann die Militärdiktatur.
Uruguay wählte einen Präsidenten und fand zur Demokratie zurück. Die uruguayische multiethnische demokratische Gesellschaft von heute hat sich also aus dem multikulturellen und multinationalen Einwanderermix entwickelt, der bis heute um immer neue Einwandernde aus aller Welt ergänzt wird. Heute ist Uruguay eine demokratische, rechtsstaatliche Präsidialrepublik. Der Präsident, aktuell Yamandu Orsi, ab 1. März 2025, ist sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef und direkt vom Volk gewählt für 5 Jahre. Der Staatsaufbau ist zentralistisch. Dennoch haben auch die 19 Departamentos jeweils ein Parlament, nämlich die Junta Departamental. Auch diese Parlamente werden im 5-Jahresturnus direkt gewählt. In Uruguay galt die indigene Bevölkerung, vorwiegend Charruas und Guarani, seit dem 19. Jahrhundert als weitgehend ausgelöscht. Lange existierten in Uruguay keine indigenen Völker mehr, die in ihren ursprünglichen sozialen Strukturen oder Gemeinschaften lebten. Aber in den letzten Jahrzehnten gab es Zuzüge, insbesondere von Guarani-Familien aus Argentinien und Brasilien. Übrigens, obwohl Studien zeigen, dass etwa 31-37% der uruguayischen Bevölkerung mitochondriale DNA indigener Herkunft besitzen, identifizieren sich laut Volkszählung von 2011 nur 2-5% mit ihren indigenen Vorfahren. Nach diesen turbulenten Jahrhunderten gilt Uruguay heute als stabile Demokratie mit multiethnischer Gesellschaft. Außerdem als das europäischste Land Südamerikas. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Wir haben uns über das Video der Sisters del Sol sehr gefreut und gab uns Anlass, mit der Geschichte mal zu beschäftigen. Ja, besonders die positiven Antworten der Leute, die dort auf der Straße interviewt wurden. Sowas gibt es doch ein echt gutes Gefühl, wenn man sowas hört. Also, dass man da so willkommen ist. Ich finde das klasse. Ja, wie ist das denn mit euch? Wie wichtig ist oder war es euch bei der Wahl eures Auswanderungslandes, dass Einwanderer dort auch wirklich herzlich willkommen sind? Ja, das war's heute mit der Geschichte Uruguays. Hasta la próxima. Bis zur nächsten Folge von Mates Mate Mission. Que les vaya bien und ciao.